Viele von euch wollen wissen, wie es weitergeht mit unserer großen Reise The Dream. Mehr dazu und ob es da überhaupt Neuigkeiten gibt nach dem Intro. Ja, herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. The Dream, das ist ja unsere riesige, große Traumreise, die wir uns im Grunde jetzt schon fast vor einem Jahr überlegt haben, mal zu fahren, die ja über in die Türkei fahren gehen sollte, allerdings nicht auf dem normalen Weg, sondern außenrum. Außenrum bedeutet, wir fahren über Polen, Estland, Lettland, Litauen, die Ecke nach Russland rein, durch Russland durch, hinten bei Kasachstan wieder raus, Pamir Highway und so weiter und so fort, über Iran zurück in die Türkei. So war der Plan, zumindest bis zum Februar 2022. Und dann kam alles anders. Russland hat die Ukraine überfallen. Und für uns war dann auch klar gewesen, da wird es nicht erstmal lang gehen. Wir wissen schon, dass viele Russen damit nichts am Hut haben, dass sie gar nicht wissen, was da wirklich los ist. Dass eigentlich eher so die Führung das Problem ist und eben nicht die Leute. Wir wollen ja Land und Leute kennenlernen und nicht die Führung. Und deswegen hatten wir damals dann auch gesagt, okay, wir planen weiter. Wir haben eine ganze Reihe von Planungsvideos schon aufgenommen, die ihr ja schon teilweise gesehen habt. Ein paar sind noch unveröffentlicht und ich habe es auch noch nicht fertig geplant, denn für mich stand jetzt auch mal die Frage im Raum, werden wir das jemals überhaupt machen können? Ich befürchte selbst, dass wir das in den nächsten Jahren nicht durchführen können, weil man als Europäer eventuell in Russland im Moment nicht ganz so gerne gesehen wird. Deswegen werden wir es auch auf unbestimmte Zeit wohl nicht so durchführen können, wie wir es geplant haben. Es wird allerdings einen Plan B geben. Den werde ich dann vorstellen, wenn ich die Tour fertig geplant habe. Und das bedeutet, dass ich weiter plane. Unsere aktuellen Planungen sind ja schon lange aus Russland raus und sind jetzt mittlerweile in, wo bin ich jetzt? Ich glaube in Tadschikistan müssten wir jetzt in der aktuellen Planung sein. Und auch da gab es in den letzten Monaten durchaus ein paar gewalttätige Proteste. Und was im Iran im Moment, das ist auch ein Ziel unserer oder liegt auch auf dem Weg unserer Reise, was dort los ist, wisst ihr auch, kann man also auch im Moment nicht ganz so reinfahren. Insofern steht diese Reise jetzt nicht unbedingt unter einem guten Stern. Wir werden sie oder ich werde sie trotzdem weiter planen, um dann irgendwann mal zu sagen, okay, aus dieser The Dream Tour ursprünglich machen wir The Dream Tour Plan B und werden dann diesen Plan B eben fahren, wo das eine oder andere Land eben halt nicht dabei ist. Ich möchte diese ganzen Länder, Pamir Highway und so weiter, das möchte ich gerne sehen und möchte gerne auch die Menschen dort kennenlernen. Das bleibt weiterhin bestehen. Nur wie wir das machen und vor allen Dingen wann wir das machen, das wird jetzt hier die große Frage sein. Die nächsten 2, 3, 4, ich schätze sogar mindestens 5 Jahre wird diese Reise nicht stattfinden können. In der Zeit haben wir noch Zeit, die Reise dann auch zu planen. Ich habe damals auch gesagt, für die Reiseplanung brauche ich bestimmt 2 bis 3 Jahre. Das ist weiterhin der Fall. Und da muss man dann ganz einfach mal gucken, wie es dann dort auch aussieht und was die weltpolitische Lage dann auch hergibt in diesen Ländern.
Welche Alternativroute würde sich dann stellen? Die würde dann eben nicht mehr von hier aus gehen in die Türkei, sondern wir werden von der Türkei aus fahren über Georgien, Aserbaidschan und dann nach Kasachstan überschiffen. Das wäre eine Alternativroute und dann dort einfach weiterfahren, so wie geplant. Das trifft sich mit unserer aktuellen geplanten Route auf jeden Fall. Aber das will ich jetzt hier noch nicht näher bekannt geben. Das werden wir dann sehen, wenn ich erstmal den aktuellen Weg jetzt fertig habe. Diese ganze Russland-Geschichte ist ja schon längst fertig geplant. Wie gesagt, wir sind hier jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Genau, und ja, was werden wir weiterhin planen? Natürlich, der Weg muss weiterhin geplant werden, die Hotels sind weiterhin geplant. Wir brauchen noch das Auto, wir brauchen diese ganzen Visa, die wir dann für die einzelnen Länder benötigen. Im Moment ist so auch, dass Turkmenistan, soweit ich weiß, dicht ist. Im Moment, da kommt keiner rein und raus, zumindest nicht mit dem Auto. Die haben noch das Corona-Problem. Auch das wird dann halt noch ein bisschen dauern, bis man da fahren kann. Man sieht also, auf dieser ganzen Reise gibt es jede Menge Probleme, die gelöst werden müssen und man kann die auch lösen. Ist die Frage, wie lange das dauert. Und ja, es gibt Leute, die fahren teilweise oder sind auf dieser Route im Moment noch unterwegs, sind teilweise auch hängen geblieben wegen Corona und berichten dann auch immer, ja, wo sie sich gerade befinden, was sie da gerade machen. Und das ist dann auch immer sehr spannend zu erfahren, was im Moment gerade möglich ist, offiziell und inoffiziell vor allen Dingen. Inoffiziell mit genug Bargeld ist, glaube ich, so ziemlich alles möglich. Okay, aber das ist eine andere Geschichte, das müssen wir dann natürlich auch mal sehen. Ja, das heißt, wir planen erstmal The Dream weiter und fertig, dann eine Alternativroute, dann geht es darum, welches Auto wir nehmen. Da sind wir einen Schritt in den Überlegungen schon weiter. Das werden wir dann natürlich auch videomäßig begleiten, wo wir die Autos testen, wo wir wohnen werden, Anhänger, Wohnwagen, Wohnmobil, wie auch immer. Das werdet ihr dann auch mitbekommen. Auch da kristallisiert sich im Moment einiges heraus. Ja, das muss man dann sehen. Wir planen es also weiter, wir planen es fertig und hoffen, dass wir das irgendwann dann auch fahren können. Wenn wir es nicht fahren können sollten, so war das trotzdem eine sehr interessante Erfahrung, so eine Tour dann auch zu planen. Es hat Spaß gemacht, zu gucken, wo fährst du denn heute hin, was gibt es an diesem Ort zu sehen, und wenn man sich dann auch mal anguckt, Videos von diesen Orten, die es in YouTube ja dann auch ohne Ende gibt, dann ist das schon sehr schön und sehr spannend auch gewesen, auch wenn man dann letztendlich nicht hinfährt. Aber wie gesagt, Ziel sollte es sein, auf jeden Fall diese Tour zu fahren. Und das ist weiterhin der Plan. Wie diese Tour auch immer aussieht, sie soll gefahren werden. Gut, insofern werde ich also in den nächsten Wochen und Monaten weitere The Dream Videos veröffentlichen und dann auch eben zeigen, wie es dort weitergeht. Deswegen bleibt uns gewogen. Es kommen jetzt noch ganz spannende Videos aus interessanten Ecken der Welt, die man so eigentlich nicht unbedingt kennt. Da wollen wir, wie gesagt, mit The Dream hin, und das werden wir euch dann entsprechend auch erstmal in der Planung und dann später in der Durchführung auch zeigen. Also, bis zum nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ach ja, und eins wollte ich sowieso nochmal sagen. Das letzte Video von The Dream Planung ist bereits im Kasten. Denn da haben wir die Tour schon beendet. Und zwar in Wirklichkeit. Wir haben den letzten Weg gefahren. Und das zeigen wir euch natürlich dann auch. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Also bleibt gespannt.